Was hat die Gründung des Johanniterordens mit einem leckeren Stück frisch gebackenen Brotes zu tun? Ab in die Frühgeschichte einer Ordensgemeinschaft, die bis heute besteht. Willkommen bei Hamilcar History. Leute, was geht ab? Joey hier. Ich bin Historiker für mittelalterliche Geschichte und habe zum Templerorden promoviert. Und ich bin super happy, dass ich euch auch heute wieder die WBG als Sponsoren des Videos nennen darf. Die Wissenschaftliche Buchgesellschaft vertreibt eine ganze Menge toller historischer Arbeit, aber auch einige ausgewählte Faksimiles. Darunter eines, zu dem ich persönlich einen ganz besonderen Bezug habe. Nämlich eine Prachtausgabe der Bamberger Apokalypse. Schlappe 160 € kostet das Ding, ist eben auch aber eine sehr edle Ausgabe. Einer oder eine von euch kann ein Buch bei mir jetzt aber völlig umsonst abstauben. Ist das nicht krass? Lasst einen Kommentar hier und netterweise vielleicht noch ein Abo unter meinem Video und womöglich mit ein bisschen Glück nennt ihr bald ein so tolles und edles Buch euer eigen. Die Teilnahmebedingungen dazu stehen unter dem Video. Alle anderen aber nicht verzagen, wenn ihr das Buch nicht gewinnt. Unter meinem Twitch-Kanal gibt es einen schönen Link und dort bekommen alle Mitglieder der WBG das Buch für fast 70 € günstiger. Also schnell Mitglied werden und zuschlagen. Sind aber nicht mehr viele da, wurde mir gesagt, also besser beeilen. Die WBG, Alter, Traumsponsor, oder? Wie großzügig kann man bitte sein? Was soll ich sagen? WBG, dickes Danke und euch danke fürs Schauen. Die Johanniter waren in weiten Teilen ihrer Geschichte ein Ritterorden wie die Templer eben auch, die sich aber vor allem in einer Sache ganz zentral unterschieden haben. Die ursprüngliche Aufgabe der Johanniter war die Pflege, also die Armen- und Krankenfürsorge. Und der Kriegsdienst kam tatsächlich erst später dazu. Konkret haben sich die Johanniter aus einem Hospital in, wie sollte es anders sein, in Jerusalem entwickelt. Christliche Hospize, also Einrichtungen einerseits zur Beherbergung, aber auch durchaus zur Pflege von Kranken und Bedürftigen, gab es in Jerusalem schon ultra früh tatsächlich. Vermutlich kein Wunder, weil Jerusalem hat für Christen schon sehr lange natürlich eine besondere Bedeutung gehabt und entsprechend gab es eben auch schon von früh an Bedarf für sowas. Konkret haben wir eine erste Nachricht über einen von Lateinern in der Heiligen Stadt gegründete und unterstützte Einrichtung in einem Brief Papst Gregors des Großen. Warte mal, Papst Gregor. Was? Der Papst Gregor? Ja, der Papst Gregor, der aus dem frühen 7. Jahrhundert. Konkret aus dem Jahr 603 haben wir da eine Nachricht. Irre, oder? Meinte er, sehr früh. Und weitere Bemerkungen über Hospize bzw. Hospitäler folgen. Zum Beispiel der Pilger Bernardus Monachus um 870 erwähnt beispielsweise ein Hospital Karls des Großen in Jerusalem. Es wäre jetzt logisch anzunehmen, dass es da ja eine historische Verbindung zu dieser Einrichtung gibt, um die es hier heute geht, oder? Dem ist leider aber nicht so. Lässt sich zumindest nicht belegen. Die Frage dieser Kontinuität, also hat es ein solches Hospital schon in der Antike gegeben oder nicht, die ist vor allem deshalb interessant, weil die Johanniter in unterschiedlichen Phasen selbst versucht haben, ihre eigene Gründung bis in die biblische Zeit zu konstruieren. Gar bis hin zu dem Kriegergeschlecht der Makkabäer. Hier. Diese Truppe hier aus dem Alten Testament. Also wirklich sehr weit zurückliegend. Das war ein nicht unübliches Vorgehen, muss man sagen, sich bekannte und weit zurückreichende Vorbilder zu suchen und die eigene Institution dadurch gewissermaßen zu legitimieren. Gerade auch die Makkabäer waren auch bei den Templern beispielsweise super beliebt. Die Wahrheit ist aber natürlich, dass das Quatsch ist, selbst mit sehr viel Wohlwollen. Diese Verbindung gab es nicht und ist konstruiert. Viel seriöser berichten kann man aber über die Entstehung des Hospitals, aus dem dann später die Johanniter tatsächlich hervorgehen. Da haben wir nämlich mehrere voneinander unabhängige Quellen und das ist immer ein gutes Zeichen. Wir haben erstens den Text von einem Typen namens Amatus von Monte Cassino, eine anonyme Chronik aus Amalfi und einen Bericht von unserem allseits beliebten Freund und Kollegen Wilhelm von Thüringen. So, zwar unterscheiden sich die Quellen in den Details ihrer Angaben, aber in der Forschung glaubt man mittlerweile, dass alle drei womöglich einen gewissen Wahrheitskern enthalten. Die Gründung könnte also folgendermaßen abgelaufen sein. Ein Typ, konkreter wohl ein Kaufmann aus Amalfi, also italienische Westküste, namens Mauro di Pantaleone, gründete wohl irgendwann knapp vor dem Jahr 1071 eine Kirche mit Kloster in Jerusalem. Eine Aufgabe dieser Gemeinschaft war nach allem, was wir wissen, auch der Betrieb eines Hospizes dann irgendwann. Also die Beherbergung und/oder beziehungsweise die Pflege von Kranken. In den Quellen taucht diese Gründung unter dem Namen Santa Maria Latina
auf. Einige Jahre später dann, wohl um die Jahre 1081 oder 82, kommt zu der Gründung noch ein Nonnenkloster dazu, das Sancta Maria Magdalena genannt wurde. In den 1080er Jahren hat es also mindestens 2 Gründungen von Leuten aus Amalfi gegeben, die sich um Pflege und Betreuung von Pilgern gekümmert haben. Tja, und dann beginnen die Kreuzzüge. 1095 ruft Urban II. Wie bis zum Zug in Jerusalem auf. Und das, was die Kreuzfahrer dort unter den Einheimischen angerichtet haben, scheint nach allem, was wir wissen, einigermaßen grausam und blutig gewesen zu sein. Weder Ort noch Zeit für eine junge Gemeinschaft, die sich der Nächstenliebe verschrieben hat. Sollte man zumindest meinen, oder? Das Spannende ist, als die Kreuzfahrer dann Ende des 11. Jahrhunderts angefangen haben, Jerusalem zu belagern, knöpft sich offenbar der türkische Machthaber der Stadt einige der Christen in seinem Laden vor. Er habe einen Mann ehrwürdigen Lebensstils und festen Glaubens, nämlich gefoltert. Den Namen Gerhard hat dieser arme Typ wohl gehabt und er habe, und jetzt Achtung, das Hospital in Jerusalem geleitet. Damit haben wir also den Beweis, dass diese Gründungen der Leute aus Amalfi, diese wechselvollen Jahre des späten 11. Jahrhunderts und vor allem auch die blutigen Jahre des ersten Kreuzzuges überdauert haben. Spannend, oder? Im Klartext heißt es auch, dass diese Einrichtung, aus der dann später die Johanniter hervorgehen, eben keine Neugründung von Kreuzfahrern war. Nein, die gab es eben schon vorher. Es handelt sich eben genau um diese Gründungen von Hospital- und Nonnenkloster, die diese Dudes aus Amalfi ein paar 20 Jahre davor ins Leben gerufen haben. Was auch deshalb interessant ist, weil sich ja hier dieser fundamentale Unterschied zu den Templern auftut. Weil die sind ja konkret aus dem Gedanken der Kreuzfahrt und eben der Einnahme Jerusalems entstanden. Übrigens, der Ort, an dem das Hospital gestanden hat, nennt sich bis heute interessanterweise Muristan. Ich blende euch mal ein paar meiner Videoaufnahmen davon ein. Muristan ist eine arabische Bezeichnung persischen Ursprungs wohl für, wer hätte es gedacht, ein Hospital. Auch das ein subtiler Hinweis darauf, dass die Ursprünge aus der Zeit stammen, als Jerusalem noch muslimisch war. Ja, und um diese Zeit herum haben wir dann auch die ersten Belege dafür, dass sich der Name Johanniter langsam durchsetzt. Und zwar abgeleitet ganz klar von Johannes dem Täufer. Ich betone das deshalb extra, weil auch das einer der zahlreichen Punkte war, die in der Forschung rauf und runter erstens diskutiert wurden und zweitens, die man echt häufig komplett falsch liest. Es war eben nicht Johannes der Almosengeber zum Beispiel, wie das Wilhelm von Tyrus, ja durchaus eine vertrauliche Quelle, etliche Jahre später behauptet, sondern Johannes der Täufer ist der Patron dieser neuen Gemeinschaft. Ob die Einnahme Jerusalems durch Christen für diese Gründungen aus Amalfi jetzt so wahnsinnig geil waren, kann man zunächst nicht so richtig sagen, um ehrlich zu sein. Denn beide haben ja auch unter den muslimischen Herren wohl offenbar ganz gut ihre Dienste tun können. Allerdings geschieht jetzt etwas, was das Schicksal dieses Hospitals auf die Bühnen der Welt heben würde. Und es hat mit Brot zu tun. Yep, richtig gehört. Es hat mit Brot zu tun. Lass mich das nur kurz erklären. Als die Kreuzfahrer mit ihrer Verwüstung Jerusalems dann irgendwann durch sind, fällt irgendwem auf, dass irgendwer den ganzen Bums ja auch regieren muss. Irgendwer muss das alles hier lenken. Der erste Machthaber des christlichen Jerusalems wird Gottfried von Bouillon. Der, und jetzt Achtung, Klugscheißerwissen für die nächste Party, sich nie König genannt hat. Ja, auch geil, oder? Nimmst du Jerusalem ein, darfst dich nicht mal König nennen? Tja, er empfand sich als nicht würdig, sich den Titel König von Jerusalem zu geben, sondern hat sich lieber was, wie das für einen Mann des Glaubens halt einfach Pflicht war, eine religiöse Bezugnahme aufgeklebt. Er nannte sich Advocatus Sancti Sepulchri, also sowas wie Verwalter des Heiligen Grabes. Smarter Move? Derbe demütig einfach, oder? Derbe demütig. Wie dem auch sei. Kurz nachdem er gewählt wurde, hat er erstmals, wie man das halt so macht, eine Menge an Schenkungen an die Institutionen vor Ort gemacht, die man dann halt im Laufe so gedenkt zu regieren. Auch das nicht ganz unklug wahrscheinlich. Und wisst ihr was? Dem Hospital in Jerusalem hat er unter anderem 2 Backöfen geschenkt. Furnos steht da. Öfen. 2 Öfen für das Hospital und einer für De Latine widersteht. Jetzt denkt man sich so, gute Danke, glaube ich, für nichts. Okay, mal langsam. Lasst uns doch kurz mal einordnen, was das bedeutet. Erstens, warum Backöfen? Was soll sowas? Krass gleich aus, Joe, jetzt laber nicht. Erzähl mir halt jetzt nichts von Backöfen. Erkläre mir, was das bedeutet, Joey. Erkläre er es mir. Also zunächst, Backöfen waren ein schöner Weg, um Einkommen zu generieren.
Die lokale Bevölkerung musste zu dir kommen, um das eigene Brot zu backen. Nicht ganz unwesentlich, ne? Tja, und das konnte man sich eben bestens bezahlen lassen. Also insgesamt eine ganz coole Sache, solche Öfen betreiben zu können, um schöne Einnahmen zu generieren. Warum ist das jetzt wichtig? Warum erzähle ich euch was von Öfen? Wenn ihr genau zugehört habt, ist es euch vielleicht aufgefallen. Gottfried von Bouillon schenkt dem Hospital 2 Öfen und einer anderen ominösen Einrichtung namens De Latine einen Ofen. De Latina ist vorhin ja schon mal aufgetaucht, und zwar als Art Sammelbegriff für das von den Leuten aus Amalfi gegründete Kloster. Kirche und Hospital bzw. Hospiz. Jetzt auf einmal wird das Hospital aber einzeln aufgezählt, kriegt gar eine ganz eigene Schenkung. Ganz im Gegensatz zu De Latine, wozu das Hospital ja mal gehört hat. Wisst ihr, was das bedeutet? Das Hospital ist offenbar eigenständig geworden. Ein eigenes Rechtssubjekt in den Augen des ersten Jerusalemer Machthabers. Es hat sich losgelöst von der anderen Einrichtung und war nicht mehr integriert in De Latine oder das Nonnenkloster St. Maria Magdalena. Eigentlich ganz geil, oder? Das heißt, ein Brotbackofen, also beziehungsweise eher 2 Brotbacköfen, liefern uns also den Beweis für die ungefähre Geburtsstunde des ja dann eigenständigen Hospitals, aus dem wenig später der Johanniterorden wird. What? Irre, oder? Und bei so einer Erkenntnis wäre doch jetzt ein echt schöner Zeitpunkt, um mal den Abo-Button zu drücken, oder? Oder mir vielleicht auch einen Daumen hoch dazulassen, vielleicht einen netten Kommentar. Und ich bin auch regelmäßig auf Twitch unterwegs und einen tollen Discord-Server betreiben wir auch noch. Zahlreiche Möglichkeiten also, andere Geschichtsnerds und nette Menschen kennenzulernen. Sagt doch mal Hallo auf einem der Kanäle, ich würde mich mega freuen. Jetzt ist es spannend, dass dieser Typ namens Gerhard ja aufgetaucht ist. Und bisweilen kursieren die wildesten Theorien über seine Abstammung. Aber eigentlich weiß man gesichert fast gar nichts darüber, auch wenn es durchaus denkbar ist, dass er ja vermutlich aus Oberitalien oder aus Amalfi selbst kam. Man liest immer wieder, dass er der Gründer des Johanniterordens war. Was aber tatsächlich falsch ist. Woran liegt das, dass man das immer liest? Naja, zum einen haben wir schon gehört, dass es das Hospital definitiv schon vor den Kreuzzügen gegeben hat. Zudem scheint es aber auch an einer begrifflichen Ungenauigkeit gelegen zu haben, dass sogar die Geschichtsschreibung des Johanniterordens selbst sehr, sehr lange in Gerhard ihren Gründer gesehen hat. Ja Gott, so viel Klugscheißerwissen heute für euch, oder? In einem frühen Papstprivileg nämlich spricht dieser oberste Hirte von Gerhard als dem Institutor des Hospitals. Die Johanniter haben in ihrer Geschichtsschreibung zur Ordensgeschichte aus diesem lateinischen Institutor einen Gründer gemacht. Irgendwie auch ein Stück weit nachvollziehbar, oder? Gerhard wurde damit ganz offenbar zum Gründer des Ordens. Das Problem ist jetzt aber, ein Institutor ist nicht im eigentlichen Sinne ein Gründer. Das wäre vielmehr im Lateinischen der Fundator. Das waren 2 kirchenrechtlich sehr unterschiedliche Begriffe durchaus. Fundator ist der eigentliche Gründer einer Institution. Der Institutor dagegen ist eher der Dude dann, der die ganze Nummer eingerichtet und dann auch häufig eben geleitet hat. Und als solchen sahen die Kreuzfahrer eben auch dann diesen Gerhard an. Macht irgendwie auch Sinn, weil als sie ankamen und Jerusalem eingenommen hatten, war er halt da und hat die ganze Chose da geleitet. Und so wurde häufig der gute Gerhard zum Gründer gemacht, obwohl er es faktisch auf keinen Fall ist. Apropos faktisch falsch, gibt noch eine andere falsche Information, die man ziemlich häufig liest. Fast immer ist vom Jahr 1113 die Rede, wenn es um die Gründung der Johanniter geht. Weil in diesem Jahr gewährte der Papst Paschalis II. Dem Orden zum ersten Mal ein päpstliches Privileg. Super Sache. Laut dem durfte der Orden nun seinen Vorsteher selbst wählen und musste keine Zehntabgaben mehr leisten. Auch das in jedem Fall immer ein Vorteil für eine Institution. Gemeinhin wird das als die Geburtsstunde des Ordens gefeiert, was ebenfalls de facto Quatsch ist, denn weder war das Privileg des Päpstlichen ein Unikat, es wurde zahlreichen religiösen Institutionen zu dieser Zeit in ebensolcher Form verliehen. Und viel wichtiger noch, rechtlich hat der Orden ja schon vorher als eigenständige Institution bestanden. Brotbackofen, ne? Wenn ihr euch erinnert. Rudolf Hiestand, einer der wohl einflussreichsten Papsttums- und Ordensforscher unserer Zeit, kommt dann auch mit, wie soll ich sagen, einigermaßen drastischen Worten zu dem Fazit, das Privileg sei von seinem juristischen und wirklich historischen Gehalt, Zitat, maßlos überschätzt worden. Tja, sieht man mal. Also nicht 1113, sondern deutlich früher ist die Gründung anzusetzen. Gleichwohl muss man natürlich sagen, ist diese Bedeutung auch von Gerhard für den Orden natürlich durchaus groß, auch wenn er jetzt nicht der eigentliche Gründer ist. Weil als nämlich Gerhard 1120 stirbt, hat er lange Jahre die Geschicke dieser Gemeinschaft geleitet und die Gruppe hatte unter seiner Führung dann eine materielle Basis, also Besitze, Rechte, Privilegien ausgebaut und ordentlich gefestigt. Gleichzeitig lässt zu diesem Zeitpunkt, auch das muss man sagen, noch rein gar nichts erahnen,
dass diese Johanniter zu einer solch mächtigen Institution werden sollten. Noch waren sie eine Gruppe unter vielen Laien, nicht unähnlich den ersten Templern womöglich, noch ohne Ordensregel und großer Ahnung von der Rolle, die sie mal spielen würden. Seht ihr mal, welchen Einfluss so ein Stück Brot haben kann. Leute, wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Joe.